Willkommen bei der Business Reporter Kampagne zur Zukunft des Zahlungsverkehrs. Carrier Billing ist eine mobile Zahlungsmethode, mit der Nutzer Einkäufe direkt über eine Prepaid SIM-Karte oder eine Handyrechnung bezahlen können. In Deutschland heißt dieser Service Zahl einfach per Handyrechnung und kann für eine Reihe von Dienstleistungen genutzt werden, vom Laden von Elektrofahrzeugen bis hin zum Online-Shopping. Aber nicht alle Händler und Unternehmen bieten derzeit Carrier Billing in Deutschland an. Wie können also Händler und Dienstleister Carrier Billing einführen und vor allem warum sollten sie es tun, wenn es doch zahlreiche andere digitale Zahlungslösungen gibt? Genau darüber werde ich heute mit zwei Experten für Carrier Billing sprechen. Clemens Leitner, CEO von Dimoco Payments, einem lizenzierten Zahlungsunternehmen, das Händlern führende Carrier Billing Technologie anbietet, und Markus Rügge, Leiter Partnering and Services bei der Telekom Deutschland, dem größten deutschen Mobilfunkanbieter. Es gibt Kreditkarten, es gibt Banking-Apps, also eine hochentwickelte digitale Zahlungslandschaft hier bei uns in Deutschland. Warum jetzt noch Carrier Billing? Ja, die Zahlungslandschaft ist wirklich, wie du sagst, hochentwickelt, viel verbreitet. Aber jedes Zahlungsverfahren, digitales Zahlungsverfahren, hat auch sein Manko. Und deswegen sind die meisten halt sehr umständlich in der Registrierung oder halt auch in der Abwicklung. Und gerade die Einfachheit, das ist halt bei Carrier Billing halt maximal gegeben. Lass es mich anhand eines Beispiels erklären. In Deutschland gibt es zum Beispiel fast 80.000 Ladestationen zum Laden von Elektroautos. Obwohl diese große Verbreitung von Elektroladestationen bereits besteht, ist es vielfach oft noch mit Hürden verbunden, dort entsprechend zu laden. Die Nutzer scheitern oft sehr oft daran, dass das Ad-Hoc-Bezahlen und somit dann das Ad-Hoc-Laden an genau diesen Ladestationen eben nicht möglich ist. Ja. Der Verbau von Payment Terminals, um mittels Kreditkarte oder Girokarte entsprechend zahlen zu können, ist vielfach ebenfalls einfach aus Kosteneffizienzgründen nicht sinnhaft. Und genau hier bietet Carrier Billing eine gute und valide Option, um Kosteneffizienz eine Bezahlung und somit eine Ladung ad hoc möglich zu machen. Und die Händler verlieren Kunden, weil sie auf der Wegstrecke logischerweise die Kunden die Zahlungslogik dann abbrechen, und somit verliert man Kunden. Also mit Umsatz. Nehmen wir uns an die Hand, was ist Carrier Billing und was sind vor allem die Vorteile davon? Carrier Billing ist ein Bezahlverfahren, was jeder dabei hat, weil er mit einem Handyvertrag automatisch auch eine Bezahlmethode mit zugeliefert kriegt, weil jeder Mobilfunkanbieter bietet Carrier Billing mit an, und deswegen hast du in jedem Mobilfunkvertrag eine Bezahlmethode. Alle großen in Deutschland, Vodafone, Telefonica, Telekom, Freenet, Kongstat, alle Kunden können mit Carrier Billing, also bezahl einfach mit Handyrechnung bezahlen. Du legst dir deine Ware in deinen Warenkorb und mit einem Klick kannst du den Zahlungsvorgang eigentlich schon abschließen bzw. abwickeln, und du findest am Ende des Tages deine Zahlung dann halt auf deiner Handyrechnung. Carrier Billing ist somit eine schnelle, einfache und barrierefreie Zahlungsart. Um das noch einmal am vorherigen Beispiel entsprechend festzumachen, ist Carrier Billing an der Ladesäule entsprechend installiert, funktioniert das Ganze so, dass der Nutzer an die Ladesäule kommt, ganz einfach einen QR-Code scannt am Display, dann nachher die Zahlung entsprechend freigibt, sodass im Hintergrund dann nachher die Bezahlung über die Mobilfunkrechnung stattfinden kann. Und da sprichst du was Wichtiges an, Sicherheit. Ne? Also der Kunde muss sich nicht registrieren, er muss kein Passwort freigeben, er muss auch nichts Manuelles eingeben, sondern er wird automatisch identifiziert über seine Mobilfunkkennung bzw. Mobilfunkzugang, und somit ist es auch absolut sicher für den Kunden. Kommen wir zu eurer Lösung bei Dimoco. Was ist das Besondere und was zeichnet eure Carrier Billing Lösung aus? Die Carrier Billing Lösung von Dimoco hat zwei wesentliche Unterschiede im Vergleich zu der Lösung von unseren Wettbewerbern. Zum einen ermöglicht es die Carrier Billing Lösung von Dimoco, Carrier Billing zu nutzen, unabhängig von der Art des Produktes, welches darüber bezahlbar gemacht werden sollte. Das heißt, es kann sich um ein digitales Produkt handeln, aber eben auch um eine physische Ware, welche über Carrier Billing bezahlt wird.
Der zweite Unterschied ist, dass bei der Carrier-Billing-Lösung von Dimoco man flexibel ist als Händler in der Höhe des Transaktionsbetrages und in der Frequenz der Zahlungsabwicklung. Das heißt, man kann bei Dimoco Transaktionsbeträge beliebiger Höhe und auch in beliebiger Frequenz entsprechend durchführen. Die Basis dafür ist, dass die Mobilfunkbetreiber in der Carrier-Billing-Lösung von Dimoco als Zahlungsagent von Dimoco agieren und als solche bei der BaFin bzw. bei der Finanzmarktaufsicht in Österreich entsprechend angemeldet sind. Und das schafft im Prinzip die Grundlage dafür, dass die Carrier-Billing-Lösung von Dimoco gleichwertig zu sämtlichen anderen Zahlungsarten am Markt entsprechend genutzt werden kann. Wie arbeiten denn da die deutschen Mobilfunkanbieter zusammen? Wir haben eine extreme Reichweite, sprich also jeder Mobilfunkkunde kann Carrier Billing nutzen. So, jetzt haben wir aber natürlich unterschiedliche Anbieter. Wir haben eine Vodafone, wir haben eine Telefonica, wir haben eine Deutsche Telekom, wir haben eine Kongstar Freenet. Und jetzt bringen wir natürlich einen Kunden dazu, das Bezahlen mit Handyrechnung, so wie bei einer PayPal oder anderen Bezahlverfahren, dass wir einen Aggregator haben, der alle Mobilfunkbetreiber zusammenbringt. Das ist halt so ein Payment Service Provider, wie Dimoco es halt auch ist, der dann das Bezahlverfahren bezahlt einfach per Handyrechnung über alle Mobilfunkanbieter aggregiert und zusammenbringt und somit auch die Zahlung sicherstellt. Jetzt hat natürlich nicht jeder einen Mobilfunkvertrag, viele haben ein Prepaid-Handy. Wie funktioniert es denn da? Genauso. Also normalerweise beim Vertrag läuft es auf die Handyrechnung. Hast du einen Prepaid-Vertrag bzw. hast du ein Prepaid-Handy, läuft es einfach gegen dein Guthaben. Wie universell ist denn eure Carrier-Billing-Lösung bei Dimoco und vor allem, wie können die Händler das nutzen? Carrier Billing ist sehr universell. Wie Markus vorhin angeführt hat, ist Carrier Billing in Deutschland über sämtliche Mobilfunkbetreiber hinweg entsprechend nutzbar. Aber das hört nicht an den deutschen Landesgrenzen auf, sondern Carrier Billing ist über Dimoco in ganz Europa entsprechend nutzbar und kann somit als Händler einfach integriert werden. Von den Industrien ist Dimoco als Zahlungsdienstleister entsprechend industrieagnostisch. Das heißt, wir wickeln Carrier-Billing-Transaktionen ab, unabhängig davon, ob es sich um EV-Charging in Deutschland handelt, Bike-Sharing in Österreich, Sportwetten in Polen oder Video-on-Demand-Services in Frankreich. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe einen Online-Shop und will das einführen. Wie gehe ich da vor? Ja, kurzerhand nehmen Sie am besten via Web oder via E-Mail Kontakt mit Dimoco auf. Unsere Customer Success Manager nehmen unsere Kunden entsprechend an der Hand, führen sie durch den Onboarding-Prozess durch und betreuen diese Kunden bis nach dem Go-Live entsprechend. Und von der technischen Seite her betrachtet ist Carrier Billing vergleichbar zu einer Integration von PayPal in die Applikation oder in den Online-Shop des Händlers. Der Aufwand für die Integration von Carrier Billing ist sehr gering. Wie wirkt sich Carrier Billing auf den Umsatz aus, wenn ich jetzt die letzten Erfahrungen so dazu zähle? Also wie vorhin dargestellt, du hast natürlich damit über Carrier Billing eine unwahrscheinliche Reichweite, dadurch, dass viel mehr Kunden digitale Bezahlverfahren nutzen können. Und über diese Reichweite kriegst du ein neues Kundenstamm, du kriegst eine neue Zielgruppe, du kriegst mehr Kunden. Was wir übrigens auch festgestellt haben, ist, dass Händler beziehungsweise Kunden, die ein Bezahlverfahren mit Handyrechnung nutzen, zufriedene Kunden sind. Das heißt, du schaffst als Händler größere Zielgruppe, Reichweite und zufriedene Kunden. Und zum Schluss, wie wird sich dieses System in den nächsten 5 bis 10 Jahren für den Händler vielleicht auch entwickeln? Wir haben momentan und wissen ja heute schon, dass wir ca. 6 Millionen Kunden eigentlich Carrier Billing nutzen, die heute schon Carrier Billing haben und wir wollen weiter wachsen. Wir wollen halt stetig weiter wachsen und wir werden es weiterentwickeln. Wir werden neue Branchen identifizieren, neue Händler die Möglichkeit bieten, Carrier Billing halt zu nutzen, halt auch mit einer Dimoco und auch mit anderen Payment Service Provider, so dass wir peu à peu den Markt entsprechend ausweiten werden. Ja, auch wir seitens Dimoco blicken sehr positiv diesbezüglich in die Zukunft. Carrier Billing ist aufgrund deren Eigenschaften sehr gut positioniert
Zum einen die hohe Reichweite von Carrier Billing, das heißt jeder Mobilfunkkunde verfügt über Carrier Billing, und die Einfachheit in Kombination dazu, dass es einfach mittels eines Klicks entsprechend ohne vorherige Registrierung genutzt werden kann. Das sind die Ingredienzien dafür, beziehungsweise die Grundlage dafür, sodass wir damit rechnen, dass es zum einen sehr stark verbreiten wird in Zukunft und natürlich auch die Nutzung dementsprechend auch steigern wird. Markus Rügge von der Telekom Deutschland und Clemens Leiter von Democo Payments. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Danke ebenfalls.